Heute geht es endlich ans Meer. Mein persönliches Tagesziel ist es, mit der Simson-Fähre zu fahren. Ich glaube nämlich nicht, dass sie trotz ihrer 42 Jahre schon einmal auf einem Schiff war. Auf dem Weg dorthin haben wir jedoch noch viel vor und machen einen ersten Zwischenstopp an der Stindenburg beim Schalsee. Danach geht es weiter zur Wüstung Lankow, wo wir uns mit dem Thema Zwangsumsiedlungen beschäftigen. Am Nachmittag halten wir schließlich noch am Grenzhus Schlagsdorf, bevor wir die restlichen Kilometer bis zum Priwall in Angriff nehmen. Die Stindenburg befindet sich auf einer Insel mitten im Schalsee und lag unmittelbar neben der Grenze. Der abgelegene Standort mitten im Sperrgebiet eignete sich daher gut für die Grenzaufklärung, weshalb das Gebäude ab 1952 von der Grenzpolizei der DDR genutzt wurde. Später diente es dem Ministerium für Staatssicherheit als geheime Zentralschule für Grenzaufklärer. Was genau das Ministerium für Staatssicherheit hier gemacht hat, haben wir leider nicht herausgefunden. Auch in den Abschlussberichten der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit taucht die Stindenburg nicht auf. Das liegt vermutlich aber auch daran, dass das Anwesen seit der Wiedervereinigung wieder in Privatbesitz ist. Nach einer Wanderung über die Insel fahren wir daher weiter, ohne mehr über die Stindenburg erfahren zu haben. Unser Weg führt uns dabei über viele kleine Landstraßen und durch viel Natur. Außerdem fahren wir über die Brücke zwischen Dutzow und Kittlitz, die die ehemals getrennten Orte seit 1993 wieder verbindet. Schließlich erreichen wir eine große Wiese, wo früher der Ort Lankow war. Seit der Abriegelung der Grenze im Mai 1952 lag der Ort im Sperrgebiet und die Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich registrieren lassen. Ähnlich wie auch in Hötensleben erhielten sie zunächst eine Ausnahmegenehmigung für den Aufenthalt im Sperrgebiet. Kurze Zeit später wurden einige Menschen in grenznahen Orten allerdings als feindliche, verdächtige oder kriminelle Elemente eingestuft und unter den Decknamen Ungeziefer und Kornblume zwangsumgesiedelt. Dabei handelte es sich meist um willkürliche Entscheidungen der Behörden, da die angeführten Begründungen, wie zum Beispiel begangene Straftaten, in der Regel nicht durch Gerichte bestätigt wurden. Trotzdem wurden die Ausweisungsbeschlüsse meist durch die Polizei zugestellt und die Betroffenen mussten die Grenzregion innerhalb von 48 Stunden verlassen. In Thüringen waren die Beschlüsse besonders rigoros. Hier wurden Menschen mitten in der Nacht darüber informiert, dass sie ihr Haus innerhalb von wenigen Minuten räumen müssen. Und viele Familien wurden dabei getrennt und manche Menschen wurden sogar in Güterwaggons abtransportiert. Es hat morgens geklingelt um 6 Uhr. Aufstehen, Sie werden angesiedelt. Naja, also angezogen und so weiter. Nun hatten wir ein Geschäft mit allem drum und dran. Hatten gerade neu etwa 20 oder 25 Uhren gekriegt. Schön Marmorsockel und so weiter. Die waren nicht immer ganz ausgepackt. Ein Teil ist ausgepackt und wurde eingeräumt. Und das haben sich alles kassiert. Da wurde keine Bestandsaufnahme mehr gemacht. Es hieß zwar, wir haben sie gemacht, aber wir haben nie eine gesehen. Was wir mitnehmen konnten, das konnten wir mitnehmen. Der Vater hat nur auf den Hof gestanden, hat nur mal gepackt, versucht einzupacken und so weiter. Aber das war ja auch begrenzt und vor allen Dingen auch zeitlich war es nicht möglich. Es musste also alles recht schnell gehen. Um 10 Uhr mussten wir fertig sein mit allem und so weiter. Insgesamt wurden etwa 14.000 Personen Opfer der Zwangsumsiedlung, die meist ohne Vorankündigung und teilweise sehr rigoros durchgeführt wurden. Einige Orte wie das Dorf Lankow wurden dabei vollständig geräumt und schließlich abgebaut. Heute befindet sich hier nur noch ein symbolisches Ortsschild, einige Fundamentreste sowie ein Gedenkstein. Das Grenzhus Schlagsdorf befindet sich praktischerweise direkt neben einer Simson-Werkstatt, wo wir dringend benötigtes Getriebeöl kaufen. Vor einigen Tagen hat uns ein freundlicher Simson-Fahrer zwar erklärt, gar kein Öl sei besser als das falsche, aber irgendwie haben wir mit genügend Öl doch ein besseres Gefühl. Im Museum selbst hat uns vor allem das Außengelände gefallen, weil die unterschiedlichen Grenzanlagen hier sehr gut erhalten sind und man sich richtig vorstellen kann, wie die Überwachung damals funktioniert hat.
Außerdem haben wir hier zum ersten Mal einen Grenzzaun mit elektrisch geladenen Drähten gesehen. Da wird schnell klar, dass man über diesen Zaun nicht drüber kommt und schon gar nicht unbemerkt. Nun aber weiter. Bis zum Priwall sind es nur noch knapp 50 Kilometer. Wir haben es tatsächlich geschafft. Von Kassel nach Fulda und von dort immer entlang der Grenze bis zum Priwall. Und alle Mopeds fahren sogar noch. Es war eine ganz schön lange Tour, die nicht nur unsere Mopeds gefordert hat. Wir sind richtig froh, endlich angekommen zu sein. Trotzdem geht es in der nächsten Folge noch einmal um die Grenze und die Grenzöffnung. Eine Geschichte über die innerdeutsche Teilung ist nämlich nicht vollständig, ohne über die Grenzöffnung zu reden. Jetzt ist es aber erst einmal Zeit, Fähre zu fahren. Ich fand es ja lustig, dass der Priwall quasi nirgends ausgeschildert war. Das war da, ne? Das liegt aber auch daran, dass der Priwall im Westen ist.